Willkommen bei Badminton Basics Part 3. Heute geht es um die Badminton-Ausrüstung, also was man alles braucht, um Badminton zu spielen. Kurz zusammengefasst sind das Schuhe, Schläger, Bälle und Klamotten. Und da es da sehr, sehr viele Produkte gibt, sind wir heute zu Gast bei Peter Schwabe in seinem kleinen Shop. Und Peter hat diesen Shop seit fast 50 Jahren und ist zudem auf jedem großen Badminton-Turnier zu Gast und hat auch selbst lange Badminton gespielt. Und ja, er wird uns also sehr, sehr viel beibringen können. Anfangen wollen wir mit den Schuhen. Prinzipiell kannst du Badminton mit jeder Art Sportschuh spielen. Wichtig ist nur, dass sie eine helle Sohle haben, um den Hallenboden nicht zu verschmutzen, und dass du sie vor dem Training sauber machst, wenn du sie auch draußen trägst. Besser sind aber extra für Badminton gemachte Sportschuhe. Warum, erfahren wir jetzt von unserem Profi. Es gibt zwei Unterschiede von Schuhen. Einmal der Schuh, der hier ein Carbon-Teil hat. Dann bewegt nur die Vorderspitze sich. Und einmal ein Schuh, der hat nur Plastik und da ist der Schuh weicher. Für Jugendliche und nicht so viele Leute, die nicht so viel Badminton spielen, nicht so viel zum Training gehen, ist der gut und ausreichend. Und bei Leuten, die Meisterschaftsspiele machen, Turniere gehen, sollte man diesen Schuh nehmen. Okay, und was wären da so die preislichen Unterschiede? Die Unterschiede sind vom Preis her, diese fangen so bei 110 Euro an, nach oben keine Grenze, bis 240, und dieser Schuh von 30 bis 90 Euro. Es gibt verschiedene Modelle, Farben und so weiter, auch verschiedene Hersteller. Und wenn ich jetzt meinen ersten Schuh kaufen würde, worauf genau achte ich da? Was ist wichtig für Badminton? Ich würde in einen Fachhandel gehen vom Badminton, die also hauptsächlich Badminton vertreiben, und da verschiedene Modelle anprobieren. Nicht jeder Schuh ist gleich, und sobald der Schuh auch beim Anprobieren drückt, sollte man die Finger davon lassen. Okay. Gerade beim Badminton, es gibt spezielle Schuhe für das Badmintonsport. Wir sehen hier diese Wabenform, weil beim Badminton, die rutscht in der Halle, man bewegt sich auf dem Fuß, und dies ist gelenkschonend, sehr gelenkschonend. Ja. Wenn man einen normalen Schuh nimmt, einen Volleyballschuh, kann man auch mitspielen. Aber die Verletzungsgefahr ist bei solchen Schuhen viel größer wie bei diesen Schuhen. Ja, super. Ich brauche gar keine Fragen mehr stellen. Er hat schon alles gesagt. Und damit erstmal zurück in die Halle. Weiter geht es mit dem Badmintonschläger. Ohne den geht natürlich gar nichts. Aber was macht ihn eigentlich so besonders? Das fragen wir jetzt auch unseren Profi. Als nächstes kümmern wir uns um die Schläger. Da vielleicht auch erstmal an dich die Frage, was macht einen Badmintonschläger eigentlich so besonders? Es gibt auch wieder im Fachhandel keine schlechten Schläger. Wenn ich hier mal einfach 2 oder 3 rausnehme, es gibt Unterschiede bei den Schlägern vom Material her. Man sollte darauf achten, dass man kein T-Stück mehr hat. Ich nehme hier einen weg. Also So wie hier sieht man, er hat noch ein T-Stück. Das sollte man für Erwachsene und auch Kinder, die spielen, sollte man darauf achten, dass man solche Schläger nicht mehr nimmt. Dann, es gibt zig verschiedene Modelle, über 200 oder 300 oder noch mehr, aber die sind im Fachhandel, gibt es nur gute Schläger. Es gibt von namenlosen Herstellern, die in Kaufhäusern vertrieben werden. Das sind für Kinder gute Schläger, aber wenn man länger spielt, sollte man davon die Finger lassen. Und der Preis, Schläger fangen an ab 30 Euro und geht rauf bis über 200. Wenn man als Jugendlicher anfängt und vorhat weiter zu spielen, sollte man 40 Euro für einen Schläger ausgeben. Darunter kann sein, dass man ja einen Minderwertigen erwischt und der nach kurzer Zeit defekt geht, und man muss sich dann einen zweiten holen.
und so ab 40 € hat man immer einen guten Schläger. Bei Erwachsenen sollte man anfangen bei 60 € und auch nach oben gibt es da keine Grenzen. Wichtig ist noch bei Schlägern die Bespannung. Und man hier sieht, auf ihrem Schläger sind so von Firmen Logos drauf. Diese Schläger werden meistens in Taiwan bespannt, ist viel einfacher für den Handel. Der hängt die hin und braucht nichts machen. Und auf diesem Schläger, die bespanne ich hier, da kommt natürlich eine hochwertigere Seite drauf. Und diese Seiten machen ja das Spielen für einen, der schon länger spielt, viel, viel besser. Man sagt, 60% eines guten Badmintonschlägers macht die Seite aus. Okay, und du hast schon gesagt, es gibt viele verschiedene Schläger. Ja. Wenn ich jetzt zum ersten Mal mir einen Schläger kaufe, worauf kann ich da achten? Wie teste ich den Wenn beim junge Spielen? Damen oder Mädchen hier hinkommen, sage ich, guck nach der Farbe, weil es gibt keine schlechten Schläger. Und dann soll man Schläger in der Hand nehmen. Es gibt kopflastige Schläger. Wenn man die in der Hand nimmt, dann hat man das Gefühl, der zieht runter. Und es gibt ausgeglichene Schläger. Und als Anfänger sollte man einen ausgeglichenen Schläger nehmen, dass man nicht das Gefühl hat, dass der so runterfällt. Wichtig ist auch der Schaft beim Schläger. Es gibt flexible Schäfte und es gibt steife Schäfte. Jungs sollten darauf achten, dass sie einen steifen Schaft nehmen, Mädchen dagegen etwas flexibleren Schaft. Okay, und du hast die Seite gerade schon angesprochen. Ja. Da gibt es ja viele verschiedene Seiten und viele verschiedene Bespannungsmöglichkeiten. Was ist denn da so der Unterschied zwischen Anfängern und Profisportlern? Ja, es gibt auch jede Menge Seiten. Es gibt raue Seiten, es gibt elastische Seiten, dann gibt es Seiten in verschiedenen Dicken. Je dünner eine Seite ist, je schöner und besser kann man damit spielen. Und die raue Seite ist eben für Spieler, die auch die Bälle anschneiden. Die Bespannungshärte ist auch sehr entscheidend. Je härter ein Schläger bespannt wird, je mehr Kraft braucht man, um den Ball über das ganze Feld zu kriegen. Aber er kommt viel genauer. Ein weich bespannter Schläger ist eben für Anfänger besser, weil der Ball auch direkt weit fliegt über das ganze Feld, aber die kommen nicht so genau. Je länger man spielt, sollte man hingehen, auch eine etwas härtere Bespannung nehmen. Ich sage immer, 11-jährige Mädchen können auch mit 11 Kilo spielen. Daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Wenn so eine Bespannung einmal reißt, ist das gar kein Problem, da man den Schläger immer wieder neu bespannen kann. Wenn du dir einen neuen Schläger kaufst, ist es ratsam, diesen erst einmal auszutesten, damit du dich perfekt an ihn gewöhnen kannst. Idealerweise kaufst du den Schläger dann direkt zweimal, um Umgewöhnungszeiten zu verhindern, wenn dir die Bespannung einmal reißt.